Hallo, mein Name ist Klaus von den Reisefanatikern und in diesem Video geht es wieder ums Basteln. Und zwar habe ich mir hier im Bauhaus ein Schneidebrett aus Bambus gekauft für unseren Karmann Dexter, weil da die Gasbrenner auf der Arbeitsfläche sind und halt keine Klappe, wo man dann irgendwas abstellen könnte. Das Brett kommt dann nachher über die Gasbrenner. So, was habe ich jetzt mit dem Brett angestellt? Ich drehe es mal rum. So, zum einen habe ich mir mit einem 40 mm Forstner Bohrer ins Arbeitsbrett, Schneidebrett, einen halben Zentimeter tief ein Loch gebohrt, damit dieses Rundholz, auch 40 mm Durchmesser, da reinpasst. Das habe ich dann hier eingeklebt. Das hält auch dann bombenfest, weil es nicht nur auf dem Brett draufklebt, sondern wirklich in dem Brett drin. Wird also von allen Seiten gehalten mit einem wasserfesten Holzleim. Wichtig, wasserfest, ist ja ein Schneidebrett. Das Rundholz habe ich mir abgelenkt auf 4,5 cm auf einer Kappsäge, Gärungs- und Kappsäge. Macht da euch einen Anschlag hin und dann könnt ihr die immer maßgenau abschneiden. Ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich die Hölzchen genommen, bevor ich sie eingeleimt habe mir so ungefähr die Mitte markiert, dann mit einem 3 mm Holzbohrer ein Loch vorgebohrt. Dann habe ich die Füßchen hier eingeklebt in das Arbeitsbrett. Als nächstes habe ich dann mit einem M4 Gewindeschneider in dieses Dreierloch ein Gewinde reingeschnitten, ins Holz. Richtig. Dann habe ich hier diese Saugfüßchen, die haben ein M4 Gewinde und die können da dann hier ins Holz reindrehen. Ja, das hält dann bombenfest. So. Jo, und das Brett, wie gesagt, dient jetzt als Arbeitserweiterung, Arbeitsflächenerweiterung. Und ich zeige euch mal kurz, wie es aussieht, wenn es denn an seinem Platz ist. So, wir haben ja hier bei unserem Karmann Dexter die Gasbrenner hier oben. Also haben wir nur hier vorne an der Spüle die Arbeitsfläche und hier noch so ein kleines Brett links davon, das man ausklappen kann. So, wie habe ich mir das jetzt gedacht? Ich nehme mir das Brett. So, kommt dann hier drauf. Kurz gedrückt. Und jetzt ist dieses Brett bombenfest und ich kann darauf arbeiten. Und wenn ich es nicht mehr brauche, einfach Saugnäpfe ab. Die hört ihr ja, bombenfest. Einfach Brett ab und dann geht es los mit dem Kochen. Und beim Spülen könnt ihr hier auch dann euer Geschirr alles ablegen. Von daher finde ich, das ist ein gelungenes Projekt. Übrigens, die Idee zu dem Arbeitsbrett habe ich von Tatjana und Britta oder Brigitta. Die haben mir im Kommentar geschrieben unter dem Video zu unserem Jahresupdate hier, zu unserem Campervan. Jo, die haben sich auch ein Brett gebaut. Ja, und jetzt habe ich das Ganze hier auch mal umgesetzt und die Idee ist wirklich super. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, wenn ihr auch wenig Arbeitsfläche habt. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Kanal. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus. Ciao.